Ja, moin, mein Name ist Berg Franksen. Wir haben ein landwirtschaftliches Lohnunternehmen hier in der Wesermarsch. Das liegt an der Wesermündung zwischen Wilhelmshaven und Bremerhaven. Wir haben hier zu 95% Grünlandbetriebe, die sehr viel melken und die eigentlich ein gutes Futter erzeugen müssen, also überwiegend Grassilage. Es lassen sich sehr hohe Erträge hier ernten, sehr hohe Graserträge. Wir haben durchaus mal 45 Tonnen Grassilage, Frischmasse im Jahr bei 3 bis 4 Schnitten. Allerdings will man die ganze Geschichte nicht zu kurz haben. Das haben wir ja auch im Mais, dass neuerdings davon geredet wird, die Schnittlängen nicht zu kurz zu machen. Jeder, der schweres Gras schon mal gehäckselt hat, weiß es, dass das Problem eigentlich darin liegt, längere Schnittlängen zu realisieren, weil der Häcksler dann enorm Schläge auf das Vorpresswalzenaggregat bekommt. So sind wir dann natürlich in einer Zwickmühle. Wir wollen wohl gerne auch den Kunden das geben, was er haben will, lange Schnittlängen. Aber wir müssen natürlich auch das realisieren können, dass unsere Maschine dabei nicht den Bach runtergeht. Wenn das Ganze zu heftig wird, die Schläge im Vorpresswalzengehäuse, dann haben wir natürlich auch Schäden. Und das ist schwer zu häckseln. Also wir brauchen einen gleichmäßigen Gutfluss. Und das ist nicht nur in der Maschine wichtig, das ist auch wichtig, das ist das Ranführen an die Maschine, dass wir einen gleichmäßigen Gutfluss haben. Das heißt, wir müssen irgendwie Unebenheiten im Schwatt gut ausgleichen. Das ist einmal der Schwader, der da schon viel machen kann. Und das nächste und ganz entscheidend ist die Pick-up. Wie nimmt die Pick-up das auf? Wie verarbeitet die auch mal ungleichmäßige Stellen im Schwatt? Und dann ist die Schnecke, die Einzugsschnecke von der Pick-up ist anders konstruiert. Da führen wir das darauf zurück, dass sie eine sehr gleichmäßige Zuführung an die Vorpresswalzen realisiert. Wenn man reversiert, und man hat ja öfter mal Metall im Futter und muss öfter mal reversieren dann, die räumt sehr schnell. Also ich habe wenn ich das rückwärts laufen lasse, geht das sehr schnell, dann ist sie komplett frei. Der Staubfang vorne, also die fängt schon sehr gut den Staub ein. Wir haben jetzt natürlich super Wetter, wir haben auch oft trockenes Futter. Und dadurch, dass die Haube vorne eigentlich komplett geschlossen ist, hat man weniger Dreck auf der Scheibe. Also ich bilde mir ein, dass ich nicht so viel Scheiben putzen muss mehr jetzt. Meine Jungs sagen das auch. Ich habe noch andere Häckslerfahrer, die das Ding auch gefahren haben. Die waren der gleichen Meinung. Dann habe ich große Tasträder dran, die lenken sehr gut mit. Das heißt, die können um 360 Grad drehen. Also ich kann hier, weil wir sehr kleine Stücken teilweise auch haben, immer auch schön um 90 Grad Ecken rumfahren, ohne dass ich da irgendwelche Probleme mit den Rädern bekomme. Des Weiteren, der Querneigungsausgleich ist auf unseren vielfach unebenen Flächen sehr gut. Die liegt sehr ruhig, die Pick-up. Und dadurch, dass sie quer auch mitarbeitet, habe ich weniger Zinkenverschleiß, weil ich eine gute Bodenanpassung habe. Was für uns wichtig war, das ist einmal der sehr stabile Aufbau. Wenn man sich die Kettenantriebe anguckt und so, die sind schon auch für professionelles Arbeiten ausgelegt. Die können was vertragen. Gut realisieren, ist eine Kettenschmierung dran. Ich brauche mich also um das Einfetten der Ketten auch nicht zu kümmern, die sind vernünftig geschmiert. Wir haben die Pick-up von der Firma Kemper bekommen und haben die einen Tag gefahren hier bei uns. Auch in nasseren Verhältnissen, wie wir sie jetzt hier sehen. Und die hat uns so gut gefallen, also die wollten die abends oder nächsten Tag wieder abholen und ich habe gesagt, ich muss diese Pick-up behalten, die müssen wir haben. Wir sind jetzt schon wieder eine Woche mit der Pick-up am Arbeiten. Das zeigt sich, dass ich wohl recht gehabt habe. Also ich habe es bis jetzt nicht bereut, wir sind sehr zufrieden.